Die Angst ist immer vorhanden, die Angst vor dem Unbekannten, besonders wenn man in ein fremdes Land geht. Jeder Mensch möchte sich weiterentwickeln und wir glauben, dass wir das schaffen werden. Da ist nur die Sorge, dass es eine ganz andere Gesellschaft ist. Weggehen fällt mir natürlich schwer. Am schönsten ist es doch dort, wo man groß geworden ist, aber das Leben geht eben weiter. Es ist ein bürokratischer Prozess und es ist eine Menge Engagement nötig. Es ist also nichts, das man in einem Monat oder 2 Tagen erledigt. Menschen in der ganzen Welt entscheiden sich Jahr für Jahr nach Deutschland auszuwandern. Oft haben sie wenig Vorstellungen davon, was sie dort erwartet und welche ihrer Hoffnungen und Träume in Erfüllung gehen. Sie haben viele Fragen, Unsicherheiten und Ängste. Was brauchen sie für einen gelungenen Start in ihr neues Leben? Die Menschen, die vor einer Abreise stehen, ich glaube, die sind ganz konkret an 3 Dingen interessiert. Das eine ist eine wirklich objektive Information darüber, was sie in Deutschland erwartet. Das zweite ist, eine gewisse Sensibilität zu entwickeln, wie das gesellschaftliche, zwischenmenschliche Zusammenleben in Deutschland funktioniert. Und das dritte ist in der Tat, Menschen, die das Goethe-Institut als Anlaufstelle haben, ist natürlich auch die sprachliche Ausbildung, die sprachliche Vorbereitung. Super. Seit jeher begleiten die Goethe-Institute weltweit Menschen auf ihrem Weg nach Deutschland. Zahlreiche vorintegrative Angebote sind so entstanden. Von Alphabetisierungskursen über Prüfungs- und Lernberatungen bis hin zu Blogs, Instagram-Kanälen oder Online-Veranstaltungen. Mit dem neuen Fachkräfteeinwanderungsgesetz haben sich die Aufgabenbereiche nun noch einmal stark erweitert. Eines bleibt entscheidend: Neben der sprachlichen Ausbildung ist eine professionelle, umfassende interkulturelle Vorbereitung der Schlüssel für ein gutes Ankommen in der Gesellschaft und in der Arbeitswelt. Wir bieten eine große Palette zur Vorbereitung für qualifizierte Fachkräfte, die nach Deutschland gehen wollen, um dort zu leben und zu arbeiten. Weil wir einfach gesehen haben, die Menschen brauchen das. Das war auch Feedback, das wir schon von anderen, die dort sind, bekommen haben. Das hätte uns unheimlich viel Unsicherheiten, Konflikte hätten wir dadurch vermeiden können. Alle diese Angebote sind kostenlos. Sie erleichtern den Menschen den Übergang, bauen Unsicherheiten ab und geben ihnen Strategien für ihren zukünftigen Alltag an die Hand. Dabei zeigt sich, je größer die kulturellen Unterschiede zwischen dem Herkunftsland und Deutschland sind, desto größer ist auch der Bedarf und Nutzen dieser Angebote. Und das ist auch das, was die Teilnehmer heute bei diesem Kurs gesagt haben, dass es unheimlich schwierig ist zu reflektieren, dass es Kulturen gibt, die haben das gar nicht erst gelernt. Das ist hier in Ägypten der Fall. Auch sie dazu zu bringen, wegzukommen von den ganzen Klischees, die fest in unseren Köpfen sitzen. Oft kommt es zu Unsicherheiten und Irritationen im Denken, Empfinden und Handeln, wenn Menschen unterschiedlicher kultureller Prägung aufeinandertreffen. Erfolgreich ist ein Leben in einer fremden Gesellschaft, wenn vertrauensvolle Beziehungen aufgebaut und gepflegt werden können. Dies ist das Ziel des Trainings. Im Training haben wir gesehen, wo die kulturellen Unterschiede sind. Und wir haben gelernt, wie wir uns in Konfliktsituationen verhalten können oder wie wir in ungewöhnlichen Situationen reagieren sollten. Mein Name ist Salma und ich habe 2011 die Helwan-Universität in Kairo abgeschlossen. Seit 4 Jahren arbeite ich im Bereich Netzwerktechnik und Kommunikation. Das wäre auch mein Ziel für Deutschland. Ich bin Khaled, ich bin Zahnarzt. In Deutschland möchte ich natürlich als Zahnarzt arbeiten. Aber vor allem möchte ich mich weiterbilden. Unser Sohn ist in der 2. Klasse und lernt schon Deutsch. Meine Geschwister unterstützen mich, einen Arbeitsplatz in Deutschland zu finden. Ich möchte mich gut vorbereiten und nicht auf meine Verwandten in Deutschland angewiesen sein. Mein Wunsch wäre eine Institution, die mir all die wichtigen Infos geben kann.
Besonders wenn es um die Vermittlung komplexer Informationen geht, ist ein einfacher Zugang wichtig. Netzwerkveranstaltungen und Kooperationen, wie beispielsweise mit der Deutschen Botschaft oder hier in Ägypten die Infoabende zur Berufsanerkennung mit der Auslandshandelskammer, haben einen großen Zulauf. Solche Veranstaltungen sind wichtig, dass die Fachkräfte erstmal so eine Art Glaubwürdigkeit haben, dass wir die Bundesrepublik präsentieren vor Ort in Ägypten. Und nicht jeder macht isoliert ein Thema, sondern dass wir zusammen so ein Allround-Paket für die Personen anbieten. So fühlen sie sich auch sicher und sie fühlen sich auch in guten Händen. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass die Akteure in Deutschland, aber auch im Ausland sehr eng kooperieren, sich abstimmen und jeder seine Stärke in diesen Prozess der Zuwanderung einbringt. Diese Kooperationen helfen den Zuwandernden bei ihrer Orientierung im Informationsdschungel. Daneben braucht es aber auch niederschwellige und leicht zugängliche Angebote, wie das Portal Mein Weg nach Deutschland. In 30 Sprachen finden Menschen hier zuverlässige Informationen, aber auch Videos, Lern-Apps und Sprachangebote zu allen Bereichen des Lebens in Deutschland. So ist es auch Bewohnern in ländlichen Gebieten möglich, sich selbst zu informieren und Sprachkenntnisse zu erweitern. Während ihrer Vorbereitung und Wartezeit, aber auch nach der Ankunft in Deutschland. Sind die Bedarfe sehr spezifisch, braucht es andere Tools. Hier setzen die 1:1 Beratungen in der Muttersprache an, sowohl online als auch vor Ort. Allein in Brasilien nutzen rund 2000 Menschen im Jahr diese Angebote. Mein Name ist Josiane. Ich bin 34 Jahre alt und Elektroingenieurin. Meist sind es sehr gezielte Fragen zum persönlichen Alltags- und Arbeitsleben, Lern- und Prüfungsberatung oder Fragen zum Visumsverfahren und zur Anerkennung von Berufsabschlüssen. Als ich Elektroingenieurswissenschaften studiert habe, habe ich schon viel über Deutschland erfahren. Und es hat mich begeistert. Deutschland hat mich begeistert und ich wollte dann wegen dieser so riesigen Welt des Ingenieurwesens in Deutschland arbeiten. Die konkrete berufliche Vorbereitung steht auch in Sarajevo im Mittelpunkt, hier ganz speziell für Handwerker. Man hat zwar die Expertise, man hat eine Ausbildung, aber es gibt Leute, die denken, wenn sie die Sprache kennen, können sie schon in Deutschland Arbeit finden. Und es gibt natürlich immer noch viel mehr, was man an Expertise mitbringen muss, damit man in Deutschland zurechtkommen kann. Weil es ist nicht mehr das gleiche Bild, wie es vor 30 Jahren war, als Familiennachzügler nach Deutschland ausgewandert sind. Okay, Kandidat Nummer 1, kann bitte rein. Hallo, schönen guten Tag. Mein Name ist Alen. Ich komme aus Sarajevo und bin Heizungsinstallateur von Beruf. Ich bin 24 Jahre alt. Wir haben hier die Möglichkeit, uns zusätzlich zu informieren, zu sehen, wie die Situation in Deutschland ungefähr ist. Und so sehen wir dann im Voraus, was uns dort erwartet. Es ist sehr wichtig, für eine persönliche Zufriedenheit zu sorgen. Ja? Und deswegen ist auch diese Vorintegration wichtig, dieses Deutschlandbild, nicht nur Arbeit. Man muss ja auch ein Leben haben. Und dieses Leben muss auch kompatibel sein mit dem, was ich möchte. Und wenn mir in Deutschland sowas nicht bieten kann, dann bin ich unglücklich, auch wenn ich die beste Arbeit habe. Dann sind viele, viele Facetten und Aspekte, mit denen wir uns befassen. Die realistische Einordnung der meist großen Erwartungen und Ängste ist ein Hauptanliegen bei dieser Arbeit. Häufig gibt es viele Vorurteile, die meistens aus unserer Region gesehen positiv sind. Man hat also eine Vorstellung von Deutschland, dass es ein goldenes Land ist, wo alles blüht und es keine Probleme gibt und dass der Standard super ist für alle. Und ja, es ist ja nicht immer so und wir vermitteln ein realistisches Bild, weil es sehr wichtig ist für Leute, auch keinen Schock zu bekommen. Die eigenen Migrationserfahrungen der Lehrkräfte helfen, die Angebote so praxisnah und eng wie möglich an den Bedürfnissen der Ratsuchenden zu gestalten. Nicht alleine hier zu stehen, sondern hier ist auch
Mein Kollege Nemanja Vlajkovic. Dabei spielt auch der länderübergreifende Austausch aller Projektbeteiligten eine wichtige Rolle. Ihr braucht eure Handys, bitte scannt diesen Code ein. Hier in Bosnien und Herzegowina entstand so beispielsweise eine enge Kooperation mit den Kollegen in Serbien. Nicht nur das Deutschlandheft, sondern auch ein Online-Selbstlernkurs und Fortbildungen für Multiplikatoren sind so entstanden. Also ich glaube, generell ist unsere Zusammenarbeit eigentlich ein Beweis, wie bereichernd es ist, dass Nemanja hier seine Workshops halten kann. Und so erkennen die Menschen, wie groß die ganze Sache ist. Dass es nicht jetzt irgendwie so ein Goethe-Institut nur in Belgrad oder nur in Sarajevo ist, das was anbietet, sondern dass es generell eine ganz große Geschichte ist. Das Projekt lebt von der Vernetzung. Diese Vernetzung ist das, was einerseits mehr Informationen bedeutet, für das Ganze, dass wir up-to-date sind ständig. Aber andererseits auch, dass wir von der Erfahrung der anderen Kolleginnen und Kollegen profitieren. Im Rahmen von Austauschworkshops und Fortbildungen werden die Konzepte fortwährend standort- und kulturspezifisch weiterentwickelt. Alle Themen der Vorintegration sind das die deutsche Sprache, die Anerkennung, das richtige Bewerben, die ganzen interkulturellen Themen, sind alle Schlüsselfaktoren, um in Deutschland Erfolg zu haben. Mit den 158 Standorten weltweit und den 12 Häusern in Deutschland bilden die Goethe-Institute grundsätzlich eine wichtige Anlaufstelle für Menschen auf ihrem Weg nach Deutschland. Was, glaube ich, sehr wichtig ist, dass wir als Goethe-Institut den gesamten Prozess begleiten, von der Abreise oder von der Vorbereitung auf Deutschland bis hin zum Ankommen, zum Heimischwerden in der deutschen Gesellschaft. Vorintegration ist eine Brücke zwischen dem Herkunftsland und Deutschland. Die Arbeit, die hier geleistet wird, ist präventiv und hilft ganz konkret und individuell. Sie trägt zu einer größeren gesellschaftlichen Teilhabe bei und entlastet so auch die erstintegrativen Systeme in Deutschland. Und sie ist ein wichtiger Pfeiler unserer Willkommenskultur. Der Traum meines 7-jährigen Sohns ist, nach Deutschland zu fahren. Er liebt es, Deutsch zu lernen und zu sprechen. Was uns unheimlich motiviert ist, dass er bereit ist, sich in einem fremden Land einzuleben und dort neue Freunde zu finden. في دولة أخرى بلغة أخرى ويكون أصدقاء مش بس مصريين.